Als nächstes darf ich Frau Eva Maria Minasch bitten für ihren Vortrag. Sie arbeitet als Doktorandin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und ist dort unter anderem auch mit den Agroforstsystemen am Lehr- und Forschungsbetrieb Gladbacher Hof beschäftigt. Dort wurden 2020 verschiedene Agroforstsysteme angelegt und Frau Minasch wird uns die verschiedenen Varianten und die Ideen dahinter jetzt vorstellen. Bitte. Ja, hallo auch nochmal von meiner Seite und vielen Dank für die Einführung. Genau, ich arbeite an der Uni Gießen und bin jetzt hier eigentlich seit 2019. Also ich bin dann, konnte direkt bei der ersten Pflanzung dabei sein, war da bei der Planung noch nicht involviert, aber die anderen zwei Systeme, die wir in den darauffolgenden Jahren angelegt haben, die habe ich auch mit geplant. Genau, und ich möchte jetzt direkt einmal starten und Ihnen nochmal zeigen, wo denn überhaupt der Gladbacher Hof der Uni Gießen liegt. Wir sehen hier im unteren Teil der Abbildung Frankfurt am Main und der Gladbacher Hof liegt am Rand vom Taunus, so nordwestlich von Frankfurt in der Nähe von Limburg, und zwar direkt an der Lahn. Also wir sind hier in Mittelgebirgslage. Das kann man auf dieser Abbildung, glaube ich, ganz schön sehen, mit den Höhenlinien. Und daher sind die Schläge auch um einiges kleiner als die wir gerade gesehen hatten von Herr Warnke. Also hier ist es ist schon alles kleiner strukturiert, aber genau. Und das können wir auch auf diesem Bild sehen. Das ist jetzt der Gladbacher Hof. Da dort gibt es eigentlich diese zwei Betriebe. Früher waren das zwei einzelne Betriebe, jetzt ist es zusammengelegt. Und oben wurde 2021 der neue Milchviehstall fertiggestellt. Der ist oben auf dem Hügel. Und hier unten im Tal ist die Lahn. Die Häuser, die wir sehen, die sind schon auf der anderen Seite von der Lahn. Der Gladbacher Hof wird seit 1988 ökologisch bewirtschaftet. Es sind etwa 100 Hektar Ackerland und 80 Hektar Grünland. Und wir haben sehr schluffreiche Böden, also sehr nährstoffreiche. Wegen dieser Mittelgebirgslage haben wir am Gladbacher Hof eben ja, das Problem vielleicht, dass viele Flächen sehr erosionsgefährdet sind, weil das eben alles so in Hanglage ist. Und auf diesem Bild sehen wir jetzt mal eine Analyse, die gemacht wurde, um das Erosionsrisiko von den Flächen zu dokumentieren. Dieser Bereich, wo, ich hoffe, Sie sehen meine Maus, hier steht, ist dieser neue Milchviehstall, den ich Ihnen gerade vorhin auch gezeigt hatte auf dem Bild. Ähm, und hier sind diese anderen Stallgebäude und wir sehen jetzt in den Flächen drumherum, dass es da einige Flächen gibt, wo die Erosionsgefahr sehr hoch ist. Also dort, wo es sehr rot ist, haben wir eine sehr hohe Erosionsgefahr. Und das ist ja vor allem eigentlich die Gefahr eben, wenn es zu Starkregen kommt. Und wir hatten ein Starkregenereignis im Juli 2018. Da kam in einer Stunde über 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter runter. Und das hat dann eben dazu geführt, dass wir einmal oben am Hof oder für den Hof hatten wir Bodenverlust. Der Boden wurde abgetragen und das sind so ein paar Bilder von Flächen. Hier auf dieser Fläche steht jetzt unser erstes Agroforstsystem. Da stand damals der Mais, war ja auch natürlich eine Kultur, die sehr erosionsanfällig ist. Aber auch bei Kartoffeldämmen wurde ziemlich viel weggeschwemmt und dieser ganze Boden ist dann hier runter. Das ist so ein Waldstück unterhalb von den Flächen. Da wurde der Boden runter. Geschwemmt oder abgetragen und hat dann unten im Tal, da gleich neben der Lahn, die befindet sich hier neben den Gleisen, dort hat er natürlich zu großen Infrastrukturschäden geführt. Also bei diesem Event wurden auch Autos von diesen Schlammmassen und Wassermassen gefangen und also die Menschen waren kurz eingesperrt in ihren Autos. Zum Glück ist nichts weiteres passiert, aber man sieht eben diese Infrastrukturschäden, die ganzen Gleise mussten ausgebessert werden.
Und das war dann nochmal ein so ein ausschlaggebender Punkt, weshalb dann der Hof danach auch gesagt hat, dass wir auf dieser großen Fläche, die jetzt auch nahe der Straße ist, ein Agroforstsystem anlegen dürfen. Und wir hatten es ja vorhin schon von Fahrradwegen, dass es gut sein kann, ein Agroforstsystem in der Nähe von Fahrradweg anzulegen. Unsere Agroforstsysteme, zumindest zwei, liegen direkt an der Straße und das hilft, glaube ich, auch nochmal, um mehr Aufmerksamkeit zu bringen und auch um der Bevölkerung im Ort und so in der Region zu zeigen, okay, der Hof macht jetzt auch was. Und in der Hoffnung, dass bei einem nächsten Starkregenereignissen dann eben nicht mehr so viel Boden abgetragen wird und die Infrastrukturschäden im Tal nicht so hoch sind. Genau, und somit haben wir dann 2020 im Februar angefangen, das erste Agroforstsystem anzulegen. Wir haben alle Agroforstsysteme angelegt mit vielen fleißigen Studierenden. Da hatten wir natürlich den Vorteil, dass wir auch ein Agroforst-Seminar anbieten an der Uni und dann haben wir diese Studierenden eigentlich immer akquiriert. In Zeiten von Corona waren die natürlich auch sehr glücklich, dass sie endlich rauskommen dürfen und auch mal draußen was machen können und sich kennenlernen können in Person und nicht alles nur digital stattfindet. Genau, deshalb, wir hatten keine Pflanzmaschine, also wir hatten das dann viel mit Spaten gemacht. Pappeln haben wir gesteckt und die anderen Bäume haben wir eigentlich, Wertholzbäume und Apfelbäume haben wir immer mit Wurzelschutz auch gepflanzt. Und so sah das dann am Tag danach aus. Da sieht man jetzt schon diese Plastikhüllen, da waren dann, oder der Verbissschutz, da sind überall dann Bäume gepflanzt worden an den Stellen. Und dieses Bild kennen vielleicht auch ein paar, das hat der DEFAF dann auch schon verwendet für eine Broschüre. Genau. Und das war eben unser erstes System, was wir 2020 angelegt haben, aber insgesamt gibt es mittlerweile auf dem Gladbacher Hof 3 Agroforstsysteme. Alle eigentlich mit dem Ziel, das Erosionsrisiko von diesen Flächen zu reduzieren, den Wasserrückhalt zu fördern, vor allem hier in unserem zweiten Silvoarablen-System, also auch auf Ackerland. Dort sehen wir so geschwungene Linien, die sind entlang der Höhenlinien, also das ist ein System nach den Keyline-Prinzipien. Und dort geht es auch darum, noch mehr das Wasser auf der Fläche zu lenken, von den Senken auf den Rücken. Und dann haben wir eben noch unser silvopastorales System, das sehen wir hier oben rechts im Bild, das wurde 2021 angelegt. Dort geht es auch viel darum, Schatten auf die Weide zu bringen, weil diese Fläche war vorher auch Ackerland, die wurde dann aber im Zuge von dem Stallbau umgewandelt in Grünland und hier können die Kühe von dem Milchviehstall direkt raus zum Weiden und deshalb ist hier das Ziel eben auch Schatten auf die Weide zu bringen. Aber in allen unseren Systemen verfolgen wir natürlich auch das Ziel der Gehölzproduktion. Und hier sehen wir jetzt nochmal auf einer Karte, dass diese Systeme alle in Nachbarschaft zueinander liegen. Also hier wieder in Grau sehen wir den neu angelegten Stall, daran angrenzend direkt das silvopastorale Agroforstsystem. Hier GH1 ist unser erstes System, was wir angelegt haben, und GH3, das auch auf Ackerland, das System mit den geschwungenen Linien. Und alle Systeme liegen eigentlich hier an dieser Münsterer Straße, die nach Aumenau führt. Und ja, das ist natürlich ganz schön, weil dadurch auch noch mal mehr Menschen sehen, dass wir da Bäume pflanzen und dann in Kontakt mit uns treten. Aber wie sind jetzt eigentlich unsere Gehölzstreifen, nennen wir sie, aufgebaut? Also wir haben immer in der Mitte von so einem Streifen ist die Gehölzreihe, wo die Bäume stehen. Und rechts und links davon haben wir nochmal so einen guten Meter breit einen Kleegrasstreifen eingesät. Mittlerweile ist eigentlich fast nur noch Gras. Und genau, wir haben verschiedene Reihentypen. Das heißt, hier im Bild sehen wir eine Kombireihe oder eine sehr komplexe Reihe. Die sehen wir auch in dieser Grafik hier im unteren Bereich. Kombinieren wir die Obstgehölze, also unsere Apfelbäume, mit Wirthölzern, Biomassebäumen, in dem Fall mit Pappeln, und mit Obststräuchern, das sind Holundersträucher. Und wir haben sehr einfache Reihen, wo wir einfach nur die Apfelbäume gepflanzt haben, in einem Abstand von 12 Metern. Und das Ziel von unseren
System, also von allen unseren Systemen war einfach auch, ich habe die ökologischen Ziele genannt, aber uns ging es auch darum, Erfahrung zu sammeln mit Agroforstsystemen. So, wir sind eine Universität und wir sind ein Lehr- und Versuchsbetrieb. Der Gladbacher Hof ist Lehr- und Versuchsbetrieb. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, gab es auch noch nicht so viele Systeme, vor allem nicht so viele Systeme, wo verschiedene Baumarten in direkter Nachbarschaft gepflanzt wurden. Und wir wollten einfach selber Erfahrung sammeln, um diese dann auch weitertragen zu können. Und deshalb haben wir da auch verschiedene Reihentypen, eben diese reinen Apfelreihen, aber auch die kombinierten Reihen, wo die Idee ist, dass die Gehölze sich gegenseitig unterstützen in ihrem Wachstum, die schnell wachsenden Gehölze, die langsamer wachsenden, wie die Apfelbäume, aber dass man auch den Platz bestmöglichst ausnutzt. Ähm, Ausschöpft. Und zwar, weil wenn dieses System dann reifer ist, dann ist die Idee, dass man auf verschiedenen Ebenen wirtschaftet. Man hat ja unten immer noch die Ackerkultur und dann hat man in den komplexen Reihen eben die Apfelbäume, die Sträucher und darüber sind dann noch die Wertholzbäume. Genau, und wenn diese Biomassebäume jetzt, die schnell wachsenden, dann eben irgendwann zu groß werden und damit dann den zu sehr in Konkurrenz stehen zu den langsam wachsenden Bäumen, also den Platz wegnehmen oder Licht wegnehmen, dann kommen die raus. Und das hatten wir jetzt letztes Jahr, 2024, zum ersten Mal gemacht, dass wir dann auch Pappeln rausgenommen haben. Und zwar die Pappeln, die in direkter Nachbarschaft zu den Apfelbäumen stehen, weil die einfach zu groß wurden. Und wir erziehen unsere Apfelbäume auch so, dass sie nur zwei Leitäste haben und somit die Leitäste immer in diese Gehölzlinie reinreichen und nicht in den Acker rein, damit sie das Management von der Ackerfläche nicht beeinträchtigen. Das Management von den Gehölzstreifen hatten wir ja vorhin auch schon öfter gehört, dass man das nicht unterschätzen darf, also von den Gehölzen. Und deshalb habe ich hier gerade mal noch mal ein paar Management oder ja, so die Managementschritte, die bei uns so anfallen, aufgeführt. Also wir haben eigentlich das ganze Jahr über immer wieder Aktivitäten, aber es ist auch überschaubar. Also vor allem so der Obstbaumschnitt und die Pappelaufastung hatten wir jetzt im Winter gemacht oder ja, von ein paar Wochen. Das sind dann vielleicht 3 Tage Arbeit, je nachdem, oder eine Woche, je nachdem, wie viele Gehölze man hat. Man braucht natürlich die Erfahrung, gerade was den Obstbaumschnitt anbelangt. Ähm, Entschuldigung, falsche Richtung. Dann haben wir das Mähen der Kleegrasstreifen. Das ist sehr arbeitsintensiv, würden wir sagen. Also da mähen wir halt, da hatten wir auch verschiedene Mähtechniken ausprobiert. Aktuell ist der Freischneider so die beste Methode, die wir haben, weil wir gerne auch das Schnittgut nutzen möchten als Mulchmaterial. Also das legen wir dann immer in der Mitte von den Streifen ab, um dort auch die Beikräuter, dass da nicht so viele Beikräuter hochkommen, um eben die Konkurrenz für die Gehölze niedriger zu halten und um auch Wasser zu speichern, indem der Boden dort nicht so austrocknet. Also bis jetzt funktioniert das soweit ganz gut für uns, aber es ist natürlich auch nochmal ein Arbeitsschritt. Wenn man, ja, man kann das ja auch so mit einem Schlepper machen und einem Mähwerk, allerdings wird das dann meistens gemulcht und deshalb aktuell machen wir das noch mit dem Freischneider. Dann haben wir die Wertholzästung, die führen wir im Sommer durch, damit dann eben die Bäume das Wachstum nicht weiter angeregt wird. Und die asten wir hoch, da kommen dann alle Äste weg, die größer 2 Zentimeter Durchmesser haben. Also wenn der Seitenast dicker wird, zu dick oder zu dominant wird im Verhältnis zum Mittelstamm, dann wird er rausgenommen und wir schauen eben, dass es nur einen Haupttrieb in der Mitte oben gibt. Und dann machen wir einen Wurzelschnitt, der findet immer so im ausgehenden Sommer statt. Dort fahren wir entlang der Gehölzstreifen. Da haben wir jetzt immer so ein Messer oder so ein Schneidwerk aus dem Obstbau ausleihen können. Das funktioniert ganz gut. Das haben wir jetzt letztes Jahr auch auf 40 Zentimeter Tiefe gemacht, diesen Wurzelschnitt, und werden wir dann nächstes Jahr auch nochmal machen.
Und ja, wir haben auf jeden Fall Probleme mit Mäusen. Also bei uns, wir haben auch ganz viele Greifvogel-Sitzstangen ausgebracht und würden wir auch immer empfehlen. Aber wir merken auch, wir müssen trotzdem noch ins Feld gehen, was wir jetzt halt gerade irgendwie so leisten können, weil wir eben da das auch begleiten mit Forschung und so ist halt, dass wir diese Topcat-Fallen aufstellen, aber das ist natürlich die Frage, ob man das in der Praxis wirklich machen kann. Wir haben da auch noch nicht die perfekten Lösungen, aber wir merken, dass wir auf jeden Fall bei den Mäusen dranbleiben müssen. Ja. Und genau, das Ackerstreifenmanagement wird vom Betrieb übernommen. Der Gladbacher Hof hat eine achtfältige Fruchtfolge mit 2 Jahren Luzernegras. Hier sehen wir jetzt gerade im Bild den Luzernegras-Umbruch. Das hat letztes Jahr stattgefunden. Und dann haben wir eben noch auch immer Mais, Ackerbohnen und Getreide auf den Flächen. So, die Erfahrungen vom Management sind einmal, dass es wichtig ist, diesen regelmäßigen Austausch zu haben mit dem bewirtschaftenden Personal. Der Christoph hat vorhin auch schon erzählt, dass es eben wichtig ist, auch schon bei der Planung die Personen, die wirklich dann auch auf den Flächen arbeiten, mit einzubeziehen. Das haben wir auch gemerkt. Also wir hatten die Systeme geplant, auch mit dem Administrator vom Hof, aber es gibt natürlich noch viele mehr, die dort auch fahren und dass man da regelmäßig im Austausch ist mit den Personen und auch denen ihre Erfahrungen, dass sie ihre Erfahrungen mit einem teilen, das ist sehr wichtig. Die Bewirtschaftung haben wir gemerkt oder haben diese Personen eben gemerkt, dass es auf jeden Fall länger dauert, als wenn da jetzt keine Bäume stehen würden, einfach weil sie immer entlang der Reihen fahren müssen. Und dass natürlich gerade Gehölzstreifen leichter zu bewirtschaften sind als diese geschwungenen Linien, vor allem in Hanglage, weil wenn man dann bei einem Keyline-Design in Hanglage ist halt oft so, dass man dann wieder bergauf fahren muss im Endeffekt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Dann, was die Pflege anbelangt, merken wir, man braucht auf jeden Fall Erfahrung für den Baumschnitt oder man holt sich eben Personal oder von außerhalb dann Dienstleister, die das übernehmen. Dann eine konstante Mausekontrolle in den Wintermonaten ist eigentlich wichtig. Die Kontrolle von Fegeschäden durch Wild, da haben wir auch Erfahrungen gemacht. Wir haben unsere Systeme nicht komplett eingezäunt, was auch nicht unbedingt nötig ist, aber trotzdem sind wir manchmal dann in Rücksprache mit der Jagdpächterin, wenn wir merken, dass gerade wieder viel gefegt wird. In den Silvo-Arablin-Systemen haben wir eben dieses regelmäßige Mähen von den Kleegrasstreifen, was man nicht unterschätzen darf. Und es ist aber auch schön, weil wir das Schnittgut dann nutzen können als Mulchmaterial. Der Wurzelschnitt ist wichtig, um die Wurzeln zu erziehen, dass sie tiefer wurzeln. Und in den silberpastoralen Systemen hatten wir ja vorhin auch schon gehört, dieses Zaunmaterial darf man einfach nicht unterschätzen. Das ist sehr kostspielig. Wir haben bei uns die Reihen, also wir möchten irgendwann, oder ein Einzelbaumschutz war uns zu kostenintensiv. Wir haben dann so ganze Reihen eingezäunt. Mit Erdkabeln sind die alle miteinander verbunden. Genau. Und die Idee ist natürlich schon, dass irgendwann die Kühe sich da auch frei bewegen können, aber jetzt erstmal muss man sie schützen, die Bäume. Und wir merken gerade auch, dass wahrscheinlich das Freihalten der Baumscheibe in dem Grünlandsystem wichtig ist, weil wir da auch einen sehr hohen Mäusedruck haben bei uns im System. Ja, wir betreiben eben auch Forschung zu diesen 3 Systemen. Sammeln sehr viel Erfahrung aus der Planung, Anlage, dem Management, machen ökonomische Erhebungen und schauen uns auch die Kohlenstoffspeicherung im Boden an, die Bodenfruchtbarkeit und Wasserhaushalt. Wir haben dort verschiedene Untersuchungen schon gemacht, eben von Anfang an, weil wir die Systeme gern von Anfang an begleiten möchten. Und gerade im letzten Jahr sind jetzt viele Projekte bei uns noch hinzugekommen, viele Forschungsprojekte, die jetzt auch Untersuchungen machen. Also das wird noch spannend, was es da für Erkenntnisse dann alles gibt. Ja, und damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen und natürlich auch bei dem Team, bei meinen Kolleginnen und bei dem Team vom Gladbacher Hof. Und ja, wenn Sie noch weitere Informationen möchten, dann können Sie auch gerne hier den QR-Code scannen. Da kommen Sie auf unsere Webseite und da sind auch ganz viele Bilder und Videos zu den Systemen.
Super. Vielen herzlichen Dank, Frau Minasch. Zeno Beate bewirtschaftet mit seinem Vater einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb in Niederösterreich, wobei große Teile der Flächen auch in Tschechien liegen. Und Zeno Beate liegt das Thema Agroforstwirtschaft schon länger am Herzen. Er ist in Österreich auch Obmann der AG Agroforst und hat zuletzt auf seinem Hof auch selber seine ersten Agroforstsysteme angelegt. Und er wird uns jetzt kurz seine Agroforstsysteme vorstellen und auch das von ihm mit der AG Agroforst kürzlich initiierte Pan-Agroforst-Zertifikat ein bisschen vorstellen. Danke für die Einladung, da heute kurz meine Agroforstprojekte vorzustellen. Mein Name ist Zeno Piatti, ich bin Biobauer im Weinviertel und in Südmähren und abgesehen davon auch Naturlanddelegierter und Obmann der AG Agroforst, einem Verein, der sich um die Förderung von Agroforstwirtschaft in Europa und der Europäischen Union einsetzt. Ich werde eben, wie gesagt, heute nur ganz kurz die Vereinstätigkeit anschneiden im Teamblick auf das Zertifikat, das wir entwickelt haben und davor hauptsächlich über meine Agroforstpflanzungen sprechen. Ganz kurz den Betrieb vorgestellt. Also es ist ein Betrieb, seit 1982 sind wir Bio, ist in Niederösterreich und in Südmähren. Wir bewirtschaften rund 1051 Hektar Ackerbau bei einem Niederschlag von 420 Millimeter pro Jahr. Im Durchschnitt Tendenz steigend und zusätzlich dazu bewirtschaften wir 850 Hektar Forstwirtschaft. Unser Fokus ist auf Cerealien, Getreide, aber wir machen auch Spezialkulturen wie Sonnenblume, Soja, Kürbis, Kartoffel. Ähm, ja, Fruchtfolge essentiell für uns ist Luzerne und Espasette und begleitet von Bohne und Erbsen. Und dann zusätzliche Spezialkulturen im Kräuterbereich sind eben Lavendel, Fenchel, aber wir machen auch Distelproduktion. Also nicht die Ackerkratzdistel, sondern die Mariendistel. Ackerkratzdistel ist auch genug da, aber die produzieren wir nicht absichtlich. Die Idee von unseren Agroforstflächen ist folgendes. Also wenn man ein Agroforstsystem ansetzt, und das hat mir meine Erfahrung gelehrt, ist, dass man priorisieren soll, was möchte ich mit dem System erreichen. Ähm, und dementsprechend die Baumarten wählen, die Baumdichte wählen, den Abstand zwischen den Reihen, den Abstand in den Reihen, die Ausrichtung Nord, Süd, Ost, West und so weiter und so fort. Und dieses Ziel, dem muss man sich als allerersten im Klaren sein. Und anhand dessen fängt man an, nachher an, seinen Plan zu bauen. Mein primäres Ziel, wie eben gesagt, es ist sehr trocken bei uns, es ist sehr heiß bei uns. Wir haben vergangenes Jahr 8 Wochen über 30 Grad gehabt. Das macht einfach keinen Spaß mehr, Landwirtschaft zu machen. Und deshalb ist Klimawandel und das ganze Thema rund um Klimawandel einfach das Ziel Nummer eins. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich meine Felder, meine Landwirtschaft weiterhin produktiv gestalten, produktiv halten? Also Klimawandelanpassung und Klimawandelschutz ist das primäre Ziel. Das sekundäre Ziel, also sagen wir ein Begleitziel von dieser ganzen Sache ist Biodiversität und Einkommen. Also als erstes gehe ich mal klar sicher, dass ich mein System so gestalte, dass es mir im Klimawandel hilft. Und im zweiten Schritt schaue ich, dass ich nachher diese Bäume und die Arten und so weiter vielleicht so modifiziere, dass sie zusätzlich Biodiversität generieren, dass sie zusätzlich Einkommen generieren. Und das horizontale Ziel über diesen zwei Ziele drüber gelegt ist, das so einfach und resilient wie möglich zu gestalten. Wir haben vorhin schon gehört, dass das einfach sehr arbeitsaufwendig ist, das Ganze, dass das extrem viel Zeit hineingeht, dass das viel Geld kostet, vom Baum, Pflanzmaterial über Pflege und so weiter und so fort. Und deshalb das Ganze kostengünstig zu halten. Man kann sehr komplexe Agroforstsysteme schaffen und sich damit rumspielen. Als Landwirt möchte ich letztendlich einen Profit haben, von dem ich leben kann. Und deshalb ist dieses horizontale Ziel auch für mich sehr, sehr wichtig gewesen und auch für uns im Verein immer sehr wichtig, das zu kommunizieren, weil wir wollen ja Agroforst weiterhin ausbauen. Wir wollen, dass es sich durchsetzt und dadurch müssen die Bauern überzeugt werden, dass Agroforst auch einfach, unkompliziert und resilient gemacht werden kann, ohne großen zusätzlichen Einschränkungen.
Ich habe zwei Standorte, drei Felder. Das erste Standort ist in der Ortschaft Dobrovolje, ungefähr ja, 20 Meter von der tschechisch-österreichischen Grenze entfernt. Ich bin auf diesem Standort sowohl Eigentümer als auch Pächter. Ich habe 5 Parzellen drauf, wobei ich auf einer Parzelle eben Pächter bin. Das Feld ist Nord-Süd ausgerichtet, damit ich hier eine gleichmäßige Beschattung habe und nicht eine einseitige Beschattung wie bei einer Ost-West-Ausrichtung. Das Feld ist sehr nahe an meinem Betrieb. Das heißt, gerade für Kontrollgänge am Anfang, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, finde ich eine Betriebsnähe von solchen Versuchsanlagen immer sehr, sehr wichtig, weil man sehr schnell unkompliziert zum Feld kommen kann, jeden Tag geschwind hinfahrt, sich anschaut, was tut sich, was kann man lernen, was habe ich falsch gemacht und so weiter und so fort. Also Betriebsnähe ist super wichtig für mich. Beregnungsmöglichkeit in dem Fall einer Notwendigkeit. Die Felder sind drainagiert, das muss man sich auch anschauen, weil man sich bewusst sein muss, dass diese Bäume mit den Wurzeln durch die Drainagen durchwachsen und diese Drainagen auch zerstören. Ich habe auf diesem Feld 2023 und 2024 gesetzt. Das sind insgesamt 7,5 Hektar, der ganze Acker. Der zweite Standort heißt Mikolov. Das ist 500 Meter von der österreich-tschechischen Grenze entfernt, auch in der Tschechischen Republik. Dabei handelt es sich ausschließlich um Pachtflächen mit der Stadt Mikolov. Die Stadt Mikolov hat diese Flächen unter der Bedienung einer Anlage von Agroforstflächen ausgeschrieben mit einem günstigen Pachtzins. Ähm, deren Anliegen war das einfach, dass da mehr Bäume in der Gemeinde gepflanzt werden. Hier gibt es ein Feld, das ist Nord-Süd ausgerichtet, das andere ist Ost-West ausgerichtet. Ich befinde mich in einem Natura 2000 Gebiet, was meine Pflanzauswahl sehr reduziert hat, was ein bisschen mühsam war, weil ich mich mit den lokalen Umweltschutzagenturen rumschlagen musste. Und die Pflanzung ist im Jahr 2024, also im November 2024 geschehen. Und die anderen waren eben November 2024 und November 2023. So, zum ersten Beispiel in Dobre Pole, von dem ich gesprochen habe. Hier ist ein Ausschnitt über dieses Feld. Man sieht die Parzellen, man sieht blau markiert die Drainagen, die quer durch das Feld durchgehen, wo wir die Baumreihen freigehalten haben. Aber ansonsten haben wir sichtlich 4 Baumreihen mit einem Abstand von 38 Meter von Baumreihe zu Baumreihe. Wir lassen aber 2 Meter pro Baumreihe frei und dadurch ergibt sich eine effektive Ackerdistanz oder Ackerbreite von 36 Meter. Und meine Standardarbeitsbreite ist 6 beziehungsweise 12 Meter. Somit ist das nachher an meine Standardarbeitsbreite angepasst. Die Baumartenwahl in diesem Fall ist ein revolvierendes System, also sich immer wiederholendes System, wo ich bei Meter Null mit Hybrid-Walnuss anfange. Dann nach 2 Meter pflanze ich Hybrid-Pappeln. Nach 4 Meter pflanze ich ähm, Maulbeere. Nach Meter 6 pflanze ich Ahorn. Nach Meter 8 pflanze ich wieder Maulbeere, nach Meter 10 pflanze ich wieder Pappel, Hybridpappel und nach Meter 12 fängt das ganze System wieder an mit meiner Hybridwalnuss. Die Idee ist, dass die Pappel nach 5 Jahren verschwindet, dass ich da jetzt einfach nur kurzfristig einen kleinen Ertrag habe, die aber rausschneide. Langfristig soll die Hybridwalnuss in einen Ertrag gebracht werden. Wir gehen da von 45 bis 60 Jahren aus, nachdem man diese ernten kann. Ähm, Die Maulbeere wird kopfgeschnitten, das heißt, die Maulbeere wird zu einem buschförmigen Wuchs gezwungen und wird nicht als Baum wachsen, sondern eben mehr oder weniger diese Reihen schließen, sodass ich nachher keine oder eine sehr reduzierte Windwanderung in diesen und zwischen diesen Baumreihen habe. Was ich mit dem Ahorn mache, das weiß ich noch nicht. Ähm, Kann sein, dass ich das
solange sich die Baumkronen nicht schlagen, sie stehen lasse oder sie frühzeitig rausnehmen werde. Somit ist das System eigentlich relativ einfach. Ich habe eine Hauptleitkultur langfristig genutzt, das ist die Hybridwalnuss. Ich habe eine Hauptleitkultur, die mir gegen die Erosion und Windwanderung und zum Mikroklima verhilft. Das ist die Maulbeere. Gleichzeitig ist die Maulbeere Produktion von sehr vielen Beeren eben als Futter für Insekten und so weiter super, super interessant. Und alle Baumarten sind so gewählt worden, dass sie trockenheitsresistent sind, einfach anwachsen und ausfallarm sind. Ich habe im ersten Jahr kein einziges Mal geregnet und habe 4 Bäume verloren. Im ersten Jahr habe ich 435 Bäume gesetzt, was einmal nicht so schlecht ist. Der zweite Standort in Mikolov, von dem ich erzählt habe, das sind eben 2 Felder, links oben und rechts unten auf dem Bildschirm. Das ist mehr oder weniger das idente System, nur wurden die Bäume ausgetauscht, weil ich ja erwähnt habe, dass ich da im Natura 2000 Gebiet bin. Somit ist die Hybrid-Walnuss der Steineiche gewichen. Die Hybrid-Pappel ist der Weißpappel gewichen. Die Maulbeere ist geblieben. Und anstatt des Ahorns haben wir hier verwendet eine Wildkirsche. Ähm, Selbe System wie vorher. Die Pappel fliegt nach 5 Jahren raus, hat einen schnellen Ertrag. Die Maulbeere soll auf Kopf geschnitten werden, soll wieder eine Hecke machen. Und die Steineiche 120 Jahre oder was auch immer, wann die einmal zum Ernten ist. Ich habe das aber dezidiert so geregelt mit der Stadt Mikolov, dass die Bäume nicht mir gehören, gehen in das Eigentum der Stadt über. Deshalb habe ich da jetzt auch, ja, sagen wir mal, war ich bei den Bäumen jetzt nicht so zimperlich und sagen wir mal, ja, etwas flexibler, weil ich auch auf die Wünsche der Stadt eingegangen bin. Begleitet ist die Programmierung und die Planung worden von der Frau Ingenieur Susanna Spakowa, die auch Vizepräsident der tschechischen Agroforstvereinigung ist. Ähm, genau, das waren jetzt so die zwei Projekte in Windeseile erklärt. Hier sehen wir die 3 Felder vorher und nachher. Also oben, wie die Felder vorher ausgeschaut haben, unten, wie die Felder eben nach der Auspflanzung ausschauen. Ja, ich habe das klassisch gepflanzt mit Pfosten und Wildgatterzaun rundherum. Ich habe auf jeden Baum eine Streuschicht Hackschnitzel ausgebracht gegen das Durchwachsen von Unkraut und zur Wasserhaltung. Jo, genau. Ähm, So schaut das erste Feld, das ich letztes Jahr gepflanzt habe, in der Ernte aus. Da haben wir eine Wintergerste geerntet, wo der Ertrag jetzt mal nicht so schlecht ausgeschaut hat. Ich habe da im Schnitt geerntet 4 Tonnen, was für den Boden eigentlich recht gut ist. Und das ist nachher eigentlich eine schöne Braugerste geworden. Ja, vielleicht in aller Kürze noch einmal zu dem Agroforst-Zertifikat. Wir sehen, dass bei Agroforst ja einfach sehr viele Kosten und sehr viele Aufwendungen damit verbunden sind, die teilweise nur über Forderungen abgedeckt werden, aber sonst der Landwirt zumindest kurzfristig ein großes Loch in seinem Rosentäschchen vorfindet. Und unser Zugang war, dass wir einfach ja, diese Leistungen, die der Landwirt gleichzeitig erbringt durch das Pflanzen von Bäumen, dass wir da mehr Bewusstsein schaffen, dass wir das auszeigen, dass man darüber aufklären und dass wir Konsumenten und Händler die Möglichkeit geben, ein Preispremium zu zahlen mit einer Erkennung von diesem Zertifikat und somit den Landwirten mit diesen Mehrkosten nicht alleine lassen. Wir sind aber wirklich ein kleiner, feiner Verein. Wir haben nicht sehr viel Geld und nicht sehr viel Ressourcen. Und deshalb haben wir das ganze System, das wir entwickelt haben, so aufgebaut, dass wir das ohne Kontrollstellen machen. Wir haben einen Pool von jetzt aktuell 20 registrierten Landwirten, die gesagt haben, sie möchten sich zertifizieren lassen. Diese 20 Landwirte werden in einem randomisierten Verfahren zueinander zugeordnet und besuchen sich gegenseitig und kontrollieren sich gegenseitig mit dem Fragebogen, den wir ausgearbeitet haben.
Also sehr parallel zu Anfang der Biobewegung in den 80er Jahren, wo es ja auch noch nicht wirklich Kontrollstellen gegeben hat und wo sich Bauern auch nur gegenseitig kontrolliert haben. Dieser Kontrollbogen wird einfach zurückgeleitet an uns, sofern er die Auflagen erfüllt, ähm, werden wir ein Zertifikat ausstellen bis Ende Mai. Und mit diesem Zertifikat kann der Landwirt nachher alle seine Lieferscheine, Produkte und so weiter mit diesem Logo Pan Agroforst Anbau ausloben. Das Logo ist EU-weit geschützt und unterliegt einer markenrechtlichen, ja, einem markenrechtlichen Regime. Und wir gehen jetzt einfach schon mal in die ersten Gespräche mit dem Lebensmitteleinzelhandel und so weiter und so fort, um darüber zu reden, was wir so alles tun, was wir leisten und ob es da nicht eine Möglichkeit gäbe, da den Landwirten zusätzlich Geld zur Verfügung zu stellen. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie schaut so ein Kontrollbesuch aus? Was wird nachgefragt? Was wird kontrolliert? Dieses Jahr ist das erste Jahr, wo wir das jetzt durchführen. Das heißt, wir haben eine relativ niedrige Baseline geschaffen, wo wir primitive Fragen einmal als wesentliche Fragen definiert haben und möchten dann dieses System, sagen wir, mit den Landwirten, den ersten 20 Landwirten, die bei uns jetzt mitmachen, weiterentwickeln, aus den ersten Erfahrungen lernen, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Aber wir erheben, welche Systeme sind am Betrieb, welche Gehölze wurden verwendet. Wir haben eine Negativliste definiert von Kulturarten, die wir nicht wollen. Ähm, Wir haben Ziele noch einmal als Positivliste also definiert, also welche Ziele werden verfolgt. Ähm, Welche Pflegemaßnahmen werden erfüllt? Also wir schauen, dass diese Agroforsten nicht irgendwelche verluderten Baumstreifen sind, sondern dass die schön beieinander sind. Es ist natürlich eine Mitgliedschaft bei uns in der Arbeitsgemeinschaft Agroforst notwendig. Ähm, und natürlich wird auch darauf geschaut, dass es eine Interaktion zwischen Bäumen und Ackerkultur gibt. Es muss mehr als ein Baumstreifen da sein. Also es reicht nicht, dass man einfach eine Baumreihe irgendwo in einer Ecke parkt oder entlang einer Straße oder am Feldrad hingibt, sondern es muss eine Interaktion im Feld stattfinden. Und das schauen wir uns an. Die, die Besuche müssen vor Ort passieren. Das heißt, die Bauern fahren sich gegenseitig am Acker besuchen, schauen sich die Anlage an und hoffentlich lernen sie auch davon. Das war eine Überlegung davon, dass die Bauern durch den Besuch, den gegenseitigen Besuch von den Fehlern des anderen lernen, und somit Erfahrungswerte generiert werden und ein Austausch generiert wird, weil wir einfach sehen, dass auch eben wie in der biologischen Landwirtschaft durch die professionelle Zertifizierung durch Kontrollstellen einfach ein Wissenstransfer zwischen den Landwirten verloren geht. Und wir wollen das eben in der Agroforstbewegung zumindest am Anfang nicht haben. Ja, was bezwecken wir nochmal damit? Einerseits ist es eine Identifizierung der Landwirte untereinander, dass man sich mit Agroforst identifiziert, dass man sich mit der Agroforst-Bewegung identifiziert, dass man sich mit uns als Verein identifiziert und natürlich auch mit dem Logo. Es ist natürlich die Idee der Steigerung der Wertschöpfung. Also wir wollen ein Preispremium für die Produkte generieren, ähm, dass die Landwirte eben ihre zusätzlichen Kosten dadurch zumindest teilweise abdecken können. Wir wollen, wie gesagt, einen Wissentransfer zwischen Landwirten haben. Wir wollen selber als AG Daten sammeln, weil wir natürlich als Verein und als Interessensvertretung wesentlich in den Verhandlungen zum österreichischen Programm für umweltgerechte Landwirtschaft, also dem österreichischen KULAB, glaube ich, heißt das in Deutschland, dabei sind und wir wissen und mitreden wollen und unsere Erfahrungen und Informationen einspielen wollen, wie wir diese Förderung von Agroforstwirtschaft besser vorantreiben. Und das geht nur mit Wissen und Daten. Wir wollen unsere Leistungen kommunizieren, eben durch das Logo. Und es soll eben durch diese Auslobung der Produkte auf den Produkten geschehen. Also, dass Agroforst auf den Produkten ausgelobt werden kann. Ja, im Großen und Ganzen war es das. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe mich an den Zeitrahmen gehalten und freue mich über Fragen, falls es welche gibt. Falls Fragen später auftauchen, ihr seht da auf der Seite meine E-Mail-Adresse bzw. meine Telefonnummer, ihr könnt mich jederzeit kontaktieren. Ja, vielen Dank. Super, Zeno. Vielen herzlichen Dank.